Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zum Thema Volodymyr Zelensky, der die ganze Welt in Geiselhaft hält. Ich erkläre euch seine Kurzbiografie und es sind sicherlich Dinge dabei, die ihr so noch nicht wusstet. Volodymyr Oleksandrowitsch Zelensky kam am 25. Januar 1978 in Kryvoi Rog in der damaligen Sowjetunion in einer russischsprachigen jüdischen Familie zur Welt. Nach seinem Jurastudium erlangte er Popularität als Schauspieler, Komiker, Synchronsprecher, Regisseur, Fernsehmoderator, Filmproduzent und Drehbuchautor. Sein Vermögen wird auf rund 1,4 Millionen Euro geschätzt, wenn nicht jetzt noch mehr. Das scheint, wie schon gesagt, allerdings eine sehr beschönigende Schätzung zu sein, denn wie die Neue Zürcher Zeitung schreibt, kaufte Zelensky 2017 im toskanischen Nobelbadeort Forte dei Marmi eine Villa mit 17 Zimmern, die alleine 3,8 Millionen Euro wert sein soll. Während seiner Präsidentschaftskandidatur wird er dann vergessen, diese Villa als Vermögen zu deklarieren. Im Oktober 2021 wurde durch Veröffentlichungen zu den Pandora Papers bekannt, dass Zelensky auch eine Briefkastenfirma in einer Steueroase unterhalten haben soll. Die Pandora Papers enthielten auch Daten zu bisher unbekannten Offshore-Geschäften des Quartal 95 Netzwerkes um Zelensky, dessen Verbindungen zu dem Oligarchen Ihor Kolomoisky und der von ihm bis 2016 betriebenen und dann verstaatlichten Privatbank. So sollen vor der Verstaatlichung auch 41 Millionen Dollar von der Privatbank auf das Konto von Zelenskys Produktionsfirma Quartal 95 überwiesen worden sein. Teil des Netzwerkes soll außerdem Iwan Bakanov, ein Kindheitsfreund Zelenskys, sein. Zelensky gab am Silvesterabend 2018 seine Kandidatur für die Wahl bekannt. Ihm wurde eine gewisse Abhängigkeit vom ukrainischen Oligarchen Ihor Kolomoisky nachgesagt. Dieser ist der reichste Mann der Ukraine. Auch als Präsidentschaftskandidat soll Zelensky massiv von Kolomoisky gefördert worden sein. Zelensky bestritt, dass dieser Einfluss genommen habe. Doch Radio Free Europe deckte auf, dass Zelensky in den Jahren 2017-2018 mindestens 14 Mal zu Kolomoiskys damaligen Wohnort im Exil nach Genf flog und dann nach Tel Aviv, die letzten Male im Herbst 2018 nach der Entscheidung zur Präsidentschaftskandidatur. Kolomoisky ist ebenfalls Jude, deshalb offenbar dessen Wohnsitz in Tel Aviv. Aber das ist noch nicht alles. Kolomoiskys langjähriger Anwalt Andriy Bodan spielte ebenso eine prominente Rolle im Wahlkampfstab. Auch Zelenskys Leibwächter wurden vom Oligarchen bezahlt. Am 21. April 2019 gewann Zelensky die Stichwahl der Präsidentschaftswahl klar vor dem damals amtierenden Präsidenten Petro Poroschenko und ist seit dem 20. Mai 2019 der 6. Präsident der Ukraine. Die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz stellte fest, die Ukraine sei nun das einzige Land außer Israel, das sowohl einen jüdischen Präsidenten als auch einen jüdischen Premier habe. 2020 ließ Zelensky Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest, zum nationalen Feiertag erklären. Nachdem Zelensky durch einen Oligarchen an die Macht gekommen war, verabschiedete er mit Hilfe des Parlaments ein Lobbygesetz, das den Einfluss der Oligarchen offenlegte und etwas
beschnitt. Seit dem Gesetz ist es den Oligarchen in der Ukraine verboten, Parteien zu finanzieren. Amtspersonen müssen zudem jedes nicht öffentliche Treffen mit Oligarchen deklarieren. Außerdem gründete Selenskyj einen nationalen Sicherheitsrat, der Sanktionen gegen Oligarchen verhängen kann. Doch in der Realität unternahm er nicht viel gegen den großen Einfluss der Oligarchen in der Politik und in den Medien. Das kann ich selber bestätigen, als ich in der Ukraine war und mit hochrangigen Leuten gesprochen habe. Weniger als 2 Jahre nach seinem triumphalen Sieg über den Amtsinhaber Petro Poroschenko wollten laut Umfragen gerade noch 1/5 der Ukrainer in einem ersten Wahlgang für Selenskyj stimmen. Einem renommierten Institut zufolge sagte die Hälfte der Befragten, sie fordere Selenskyjs sofortigen Rücktritt und vorzeitige Präsidentschaftswahlen, die seither aber verwehrt worden sind, weil Selenskyj immer wieder das Kriegsrecht verlängert. Und wenn das Kriegsrecht gilt, dann gibt es auch keine Präsidentschaftswahlen. So hält sich Selenskyj meiner Meinung nach diktatorisch an der Macht und erpresst die ganze Welt mit Geld. Die Süddeutsche Zeitung kam schon damals zu einem niederschmetternden Resümee. Ich zitiere: Der Hauptgrund für Selenskyjs Absturz aber ist sein Unwille zu echten Reformen. Selenskyj führt das postsowjetische Herrschaftssystem fort und akzeptiert Korruption und Rechtlosigkeit im Austausch dafür, dass er und sein Apparat weitgehend die Kontrolle behalten. Selenskyj hat mit der Ausnahme seines Vorgehens gegen den kremlnahen Politiker und Medienmogul Viktor Medvedchuk nichts getan, um die Macht der Oligarchen über weite Teile der Politik, der Medien und der Wirtschaft aufzubrechen. Ein funktionierender Staat braucht unabhängige Institutionen. Die gibt es unter Selenskyj weiterhin nicht. Im Gegenteil, 2020 unterstellte er sich faktisch die zuvor halbwegs unabhängige Zentralbank und die Generalstaatsanwaltschaft. So gut wie alle angesehenen Reformer wurden gefeuert. Der Geheimdienst SBU und die atemberaubend korrupten Gerichte, die Gremien zur Richterwahl und Entlassung, sie alle bleiben unangetastet. Und weiter: Jetzt will sich der Präsident auch das halbwegs unabhängige Antikorruptionsbüro NABU unterstellen, weil es zu Recht gegen mehrere Mitarbeiter Selenskyjs ermittelt. Würden in der Ukraine nicht Milliarden geklaut, bräuchte das Land keine Kreditmilliarden aus dem Westen. Der Internationale Währungsfonds immerhin hat sich nun geweigert, Selenskyj weiter Geld zu leihen, solange dieser nur wohlfeile Reformversprechen abgibt. Zitat Ende. Selenskyj ist also ein Held mit dunklen Seiten, aber diese werden hierzulande ignoriert. Ja, mehr noch, Selenskyj ist der absolute Held in den Medien und bei den Politikern, und ich für meinen Teil kann diesen Schauspieler nicht mehr sehen. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich kann das Gebettle, ich kann es einfach nicht ertragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit Selenskyj wird es niemals Frieden geben in der Ukraine. Das weiß auch Trump. Und ja, der Krieg wird deshalb auch weitergehen. Zu den Hintergründen des Krieges habe ich eine Broschüre geschrieben, die ihr kostenlos erhalten könnt unter info@konservative.de. Ich verlinke das noch einmal. Die Broschüre Schlachtfeld Ukraine, Angriffs- oder Präventivkrieg. In dieser Broschüre erkläre ich alles zu den Hintergründen des Krieges und warum meiner Meinung nach Putin auch teilweise recht hat, wenn er sagt, er wurde hinter das Licht geführt von der NATO, was meinen Recherchen nach auch stimmt. Die Nachfolgerpublikation Schlachtfeld Deutschland, wie die Regierung unser Land in den Krieg führt, die Chronik des Verschwiegenen,
erhaltet ihr ebenfalls unter dieser E-Mail-Adresse kostenlos. Und auch diese großformatige Broschüre hat viele Hintergrundinformationen. Und wenn wir gerade beim kostenlosen sind, ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter unter www.michaelgrant.de abonnieren. Jede Woche mit einem neuen brisanten Newsletter. Mehr zu aktuellen Themen, weil ich die historischen Themen ja mehr auf YouTube bespreche, so wie ihr das auch gewünscht habt. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.